Oh mein G. Du hast auch so viele Lampen und bringst deine normale Hue Bridge schon zum Qualmen? Keine Sorge, dafür gibt es jetzt eine Lösung. Und zwar die neue Hue Bridge Pro. Neu, besser und mit echten Überraschungsfeatures. Auf jeden Fall kannst du viel mehr Lampen einbinden. Und ob diese Bridge hier hält, was der Hersteller verspricht, oder ob das doch nur cleveres Marketing ist, das kannst du jetzt gemeinsam mit uns im Video herausfinden. Und keine Sorge an dieser Stelle. Dieses Video ist auch nicht einfach nur gut verpacktes Marketing. Wir sagen in unseren Videos ehrlich, was wir denken. Und wenn du keines von diesen Videos mehr verpassen willst, dann schau gerne auf unserem Kanal vorbei, lass ein Abo da und noch mehr Infos rund um smarte Geräte und ausführliche Testberichte, die findest du auf unserer Website www.smart-home-fox.de. Erstmal die Grundlage. Was ist denn die Hue Bridge eigentlich und für was brauchst du sie? Das hier könnte man als das Gehirn des Systems bezeichnen. Und wie bei manchen Menschen gilt, mehr Gehirn gleich mehr Möglichkeiten. Ohne die hier kein Fernzugriff, keine Automation, kein Hue Sync fürs Fernsehen, keine Sprachsteuerung über Alexa und Co. Und kurz gesagt, ohne Bridge ist Hue nur eine extrem teure Lampe. Mit der Bridge ist es zwar eine noch teure Lampe, aber definitiv cooler. Cool. Falls dich die Hue-Lampen interessieren und du dich fragst, warum soll ich mir die überhaupt holen, wenn ich doch einfach Lampen von Action für 5 Euro holen könnte, dann schau doch mal in unseren anderen Videos vorbei. Ich packe dir hier die Hue-Playlist in die Ecke. Da kannst du dich einfach mal durch binge-watchen, idealerweise. Das hier ist die Bridge Pro. Also ehrlicherweise, das ist die Bridge ohne Pro. Die Pro habe ich angeschlossen, deswegen kann ich sie jetzt nicht hochhalten. Aber ich will irgendwas hochhalten. Tatsache ist, die Bridge Pro sieht genauso aus wie die alte Bridge, nur dass die Pro schwarz ist und die alte ist weiß. Aber drinnen in der Bridge steckt das Geheimnis. Der neue Hue Chip Pro. Und der macht einen echten Unterschied. Der ist nämlich nicht nur Pro in Sachen Smart Home verbinden, sondern auch bei allen anderen 5-mal schnellere Reaktionszeit, 3-fache Speicherkapazität, USB-C statt dem alten Anschluss von vorgestern und das erste Mal tatsächlich WLAN. Du bist nicht mehr an das Ethernet-Kabel gebunden. Und dann gibt es da tatsächlich noch ein Feature, das klingt wie ein Marvel-Held. Dazu komme ich aber gleich. Wenn du jetzt aber schon denkst, geil, endlich, die neue Pro Bridge, die gönne ich mir jetzt mal, dann check mal bitte unten den Link in der Beschreibung. Da findest du den Weg direkt in den Shop mit den aktuellen Angeboten. Und wenn du unseren Link benutzt, dann unterstützt du Smart Home Fox und wir können mehr unabhängige Videos machen. Und ich danke dir dafür schon jetzt. Aber kommen wir zu den Zahlen, denn wie du weißt, Zahlen klingen immer super professionell und wir wissen alle, wie professionell ich sein kann. Die alte Bridge V2, 50 Lichter, 12 Zubehörteile und Zero WLAN. Die Bridge Pro, da kannst du mehr als 150 Lichter einbinden. Sieht dein Haus wie ein Weihnachtsbaum aus. 50 Zubehörteile und halte ich fest, bis zu 500 Szenen sind hier speicherbar. Und on top, wie die Kirsche auf dem Eis, WLAN-Verbindung. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht nicht ein bisschen mehr, das ist 3-mal so viel Kapazität. Also perfekt für Leute, die wirklich ein ganzes Haus huerisieren wollen. Oder juerisieren wollen. Oder die es schon getan haben und gerade an die Grenzen stoßen. Ist das der Unterschied zwischen es geht irgendwie und es funktioniert richtig? Dazu kommt ein AES 128-Bit Verschlüsselungssystem über das Zigbee Trust Center. Das klingt nach einem James Bond Film, ist aber einfach, das System kommuniziert sicher und Sicherheit ist natürlich wichtig. Also kein unbefugter Zugriff für dein Smart Home. Und das Ganze ist selbstverständlich auch Meta-fähig und damit auch kompatibel mit Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings. Also egal welches Ökosystem du gewählt hast, die Bridge Pro spricht deine Sprache, beziehungsweise die Sprache von deinem Ökosystem. The heart of your Hue system, die Bridge Pro. Jetzt komme ich zu dem Feature, das ich so nicht erwartet habe und das mich ehrlich gesagt am meisten überrascht hat. Es heißt Motion Aware und
was hat sich Philips Hue hier ausgedacht? Die Idee dahinter ist eigentlich ein bisschen crazy, muss ich sagen. Deine Lampen werden zu Bewegungsmeldern, ohne Bewegungsmelder, ohne extra Hardware, ohne Sensoren kaufen zu müssen. Die Lampen, die du schon hast, die erkennen jetzt, ob jemand im Raum ist oder nicht. Das Licht geht an, wenn du durchläufst und aus, wenn du wieder rausgehst, beziehungsweise reglos auf dem Sofa rumlungerst, weil du dich seit Stunden nicht von deinem Serienmarathon reisen kannst. Wie funktioniert das? Wie kann das funktionieren? Die Bridge Pro analysiert Störungen im Zigbee-Funksignal. Wenn eine Person durch den Raum geht und du hast links ein Hue-Licht und rechts ein Hue-Licht, dann verändert sich das Signal minimal und die Bridge erkennt das als Bewegung. Das ist keine Magie, oder doch? Ich habe es getestet, es reagiert eher wie ein Präsenzmelder, also etwas langsamer als ein physischer Sensor, aber es funktioniert sogar durch Objekte hindurch. Vorhänge, Kartons, kein Problem. Die Lampe sieht dich und zwar immer. Aber jetzt die Einschränkung, weil ich euch die ja auch nennen möchte. Ihr braucht mindestens 3 bis 4 Lampen pro Raum, damit es anfängt Spaß zu machen. Idealerweise 1 bis 7 Meter auseinander stehend. Maximal 4 Bewegungszonen im gesamten Haus sind aktuell möglich. Das heißt, du gehst hier in deine Hue-App rein, also in deine Steuerzentrale, gehst auf Einstellungen, gehst auf Motion Aware Bewegungsbereiche und da kannst du dann einen hinzufügen. Ich habe jetzt hier schon einen vorbereitet, Wohnzimmer, und da habe ich dann einfach die Lampen reingenommen, die ich möchte, dass sie angehen, wenn ich durchs Wohnzimmer laufe. Du kannst dann hier auch Zeitfenster auswählen, zum Beispiel kannst du dann sagen, von 7 bis 17 Uhr, so habe ich es jetzt hier, möchte ich, dass hier Konzentrationslicht angeht, also relativ helles, wachmachendes Licht, ja, und 17 bis 23 Uhr habe ich dann Leselicht an, das ist dann ein bisschen wärmer, ja, ein bisschen gedämmt, da kann der Geist ein bisschen zur Ruhe finden, und ab 23 bis 7 Uhr geht da auch ein Licht an, wenn du durchs Wohnzimmer läufst, aber das ist dann nur so ein dunkles Nachtlicht sozusagen, damit du nirgendwo dagegen rennst, denn du weißt ja, statistisch gesehen, sterben die meisten Leute im Haushalt, weil sie nachts ohne Licht durchs Haus stolpern und dann irgendwo runterfallen. Also, Philips Hue rettet Leben. Okay, das war vielleicht zu viel, aber du verstehst, was ich meine. Was auch sehr cool ist, du kannst auswählen, wie das Motion Aware bei dir funktionieren soll. Also du kannst hier wählen zwischen, das Licht geht einfach an, wenn du durchläufst, und es kann so eine Alarm auslösen sozusagen, ja, oder du kombinierst sogar beides, Licht geht an und Alarm. Und das ist dann gleichzeitig auch noch so ein bisschen Security-Funktion, wenn sich hier nachts jemand durch die Terrassentür Zugang verschafft, ne, dann wird er erstmal vom Licht geblendet. Also eine richtig praktische Geschichte. Aber die reine Lichtsteuerung, also die reine Lichtsteuerung ist schon nice, aber mit diesem Motion Aware, da kannst du echt tolle Sachen machen, finde ich, und ist kostenlos. Also es ist mit in dem hohen Preis von Philips Hue mit reingeflossen wohl, auf die eine oder andere Weise. Also echt ein super Upgrade, dieses Motion Aware. Einfach mal ausprobieren. Und wenn du dir die Bridge Pro jetzt kaufen möchtest, dann schau mal, in der Beschreibung findest du einen Link zum Shop. Und so einfach geht die Umstellung von Ethernet auf WLAN. Hier in der App einfach über die Bridge-Einstellungen auf Verbindungstyp, Ethernet und dann zu WLAN, und dann kriegt man hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ethernet-Kabel rausziehen. Geht gar nicht so leicht, wie man denkt. So. Zack. Den QR-Code findest du auf der Rückseite. Der ist geheim. Licht blinkt blau. Drück und halt die Taste der Bridge. Blinkt blau. Verbindung wird hergestellt. Erfolgreich. WLAN einrichten. Und fertig. Das ging tatsächlich ziemlich schnell. 1 Minute, oder? 1 Minute? 1 Minute. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der die meisten Leute interessiert, die schon eine Hue Bridge haben. Nämlich die erste, die kleinere, die schlechtere, die günstigere. Also was passiert mit meinen ganzen Einstellungen, Szenen, Automationen, Räumen, wenn ich upgrade auf die neue Bridge? Kurze Antwort, vieles geht rüber, aber tatsächlich leider nicht alles reibungslos. Bei Hue ist es so, man wächst und wächst mit der Zeit, immer mehr Lichter.
Und das ist ja auch schön. Allerdings irgendwann funktioniert dann die alte Bridge nicht mehr. Oder es gibt sonst einen Grund, warum du eine neue brauchst. Und ich zeige dir jetzt, wie man die alte Bridge auf die neue Hue Bridge Pro upgradet. Das ist eigentlich ganz einfach. Du musst erstmal beide gleichzeitig an deinen Router anschließen. Klick. Dann musst du die Bridge in der App hinzufügen. Dafür gehst du unter Einstellungen auf Hue Bridges hinzufügen und ein Plus. Und dann scannst du den QR-Code. Wie möchtest du deine Bridge installieren? WLAN. LED blinkt blau. Ich habe es jetzt über das Netzwerkkabel angeschlossen und dann findest du auch direkt, da muss ich hier den Knopf drücken und dann sind wir dabei. Mit deiner Hue Bridge verbunden. Weiter. Hue Bridge aktualisieren. Natürlich. Erstmal ein Update. Okay. Abgedatet und weiter. Sind beide LEDs durchgehend weiß. Drück mal den Knopf. Das hat geklappt. Hue Bridge Pro. Klammer neu. Geräte verschieben. Und jetzt wird alles von der alten Bridge auf die neue geschoben. Ja, ersetzen. Apple Home wird nicht mehr funktionieren. Nein! Die Migration dauert 60 Minuten. Weiter geht's. Also es ist not easy, aber wir sind da. We are here to help. Always. Mein Tipp ist, bevor du diese Bridges überträgst, musst du alle Geräte auf den neuesten Stand bringen und erreichbar machen. Sonst bockt er die ganze Zeit rum beim Übertragen und es dauert noch länger. Und hier ist, was automatisch übertragen wird. Lampen, Schalter, Sensoren, Stecker, Kameras, sofern sie eingeschaltet sind in Reichweite und auf dem neuesten Softwarestand. Wichtig ist, vorher Update machen. Macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Das macht vieles einfacher. Räume, Szenen, Automation, Hue Secure Einstellungen, die kommen alle mit. App-Einstellungen werden übernommen. Vielleicht müsst ihr ein paar Kleinigkeiten nachträglich nochmal anpassen. Das klingt doch schon mal gut, oder? Und meistens ist es das auch. Aber, und das ist wichtig, es gibt 3 Dinge, die ihr manuell einrichten müsst. Erstens, Apple Home, alles war gelöscht, allerdings mit Ansage. Die Verbindung muss komplett neu eingerichtet werden. Alle Geräte müssen der Home-App Räumen neu zugewiesen werden. Und die Szenen waren weg. Gruppierungen müssen neu erstellt werden. Das ist bei wenigen Geräten 10 Minuten Arbeit. Bei einem großen System plant ihr lieber mal einen Nachmittag ein. Zweitens, bei Amazon Alexa gleiches Spiel. Drittens, Drittanbieter-Apps wie Home Assistant. Die Verbindung muss ebenfalls neu konfiguriert werden. Einzelne Automationen müssen eventuell neu erstellt werden. Das gehört dazu. Ist einmal mehr Arbeit. Ist keine Katastrophe. Aber ich sag's euch lieber vorher, ja, als dass ihr es hinterher selber rausfindet und dann enttäuscht seid. Noch ein wichtiger Punkt. Aktuell kann nur eine Bridge auf die Pro migriert werden. Wer bisher 2 Bridges hatte und die zusammenführen wollte, das geht noch nicht. Philips arbeitet aber angeblich dran. Wenn man es nachrechnet, dann passen aber auch ja eigentlich 3 Bridge 1 in die Pro rein. Okay, und zur Einrichtung, wenn du jetzt noch nie eine Bridge von Hue eingerichtet hast, keine Angst, das ist wirklich keine Raketenwissenschaft, eher Smart Home, Grundschule, Grundkurs. Schritt 1 ist Strom dran, USB-C Stecker erledigt. Schritt 2 ist Netzwerk verbinden, entweder Ethernet-Kabel zum Router, am Anfang super. Ich empfehle euch, macht's erstmal über das Kabel, das ist viel einfacher. Oder das ist ein Ticken einfacher, geht schneller. Auf WLAN kannst du später ohne Probleme umschalten. Ich habe euch ja in diesem Video gezeigt, wie es geht. Und Schritt 3 ist Hue App öffnen. Die App erkennt die neue Bridge automatisch. Also das ist wirklich auch ein Mehrwert von Philips Hue, den ich zu schätzen gelernt habe. Alles, die Verbindung ist super flüssig. Du wirst durch die Einrichtung dann einfach durchgeführt, Schritt für Schritt. Das dauert ein paar Minuten. Und Schritt 4 ist dann, falls du eine bestehende Bridge hast, dann musst du eben die Migration starten. Du kannst sie sofort durchführen oder einfach auch später. Wichtig an dieser Stelle, alle Geräte müssen eingeschaltet sein. Ich habe schon gesagt, mach die neueste Firmware überall drauf, sonst erkennt die App sie nicht oder es gibt irgendwelche Komplikationen. Das willst du nicht. Schritt 5, Sprachassistent, Apple Home, Alexa, Google, was auch immer, neu verknüpfen. Und dann läuft die Kiste im Hintergrund, ohne dass du daran denkst, genauso soll Smart Home ja funktionieren. Also,
Zurück zur eigentlichen Frage, die wir eingangs aufgemacht haben. Lohnt sich das Upgrade auf die Hue Bridge für dich? Beziehungsweise wenn du noch kein Hue Bridge User bist, aber einer werden willst, lohnt sich es vielleicht direkt mit der Pro einzusteigen. Wenn du Hilfe brauchst bei den ersten Schritten, dann schau mal, hier oben ist unser Video zum Einstieg ins Hue-Universum. Einfach mal anschauen. Vielleicht sind ja ein paar nützliche Tipps für dich dabei. Auf jeden Fall, die Antwort auf die Frage ist, wenn du schon 40 oder 50 Lampen hast und an die Grenzen der alten Bridge stößt, dann ist es ja ein No-Brainer. Klar, dann kannst du die auf jeden Fall upgraden, ist eine gute Sache. Wenn du jetzt von Anfang an weißt, du willst dein ganzes Haus huerisieren, willst Klingel, Security, alles von Philips Hue, dann ist das natürlich auch eine Investition in die Zukunft, legst ein paar Euro drauf und kriegst die Pro und hast da einfach Luft, ja, nach oben. Keine Probleme mehr. Fast. Du sparst dir einfach später das "Ich muss jetzt noch upgraden" Drama. Ich muss Apple Home neu einrichten, bla bla. Wenn dich Motion Aware interessiert und du mindestens 3 bis 4 Lampen pro Raum hast, dann ist das ein echter Mehrwert für dich. Kein Sensor musst du kaufen, keine Kabel verlegen, einfach Licht, das weiß, dass du da bist. Wenn du aber nur 5 Lampen im ganzen Haus hast und kein Interesse an Automatisierung, dann reicht die normale Bridge völlig aus. Oder sogar gar keine. Weil du über Bluetooth kannst ja auch direkt mit der App kommunizieren, mit den Lampen. Und natürlich spielt auch der Preis eine wichtige Rolle. Offiziell liegt die Philips Hue Bridge im Philips Hue Shop bei 100 Euro UVP. Auf Amazon kriegst du sie in der Regel schon deutlich günstiger tatsächlich. Mein Tipp wäre, schau dir am besten direkt die Bundles, die Sparsets an. Ja, da kriegst du dann die Hue Bridge Pro mit 2 Lampen oder so, ne? Das ist in der Regel dann nochmal günstiger. Und den Link dazu, den habe ich dir selbstverständlich unten in die Beschreibung gepackt. Und ich würde mich freuen, wenn du den auch benutzt, wenn du das kaufst, denn dann unterstützt du Smart Home Fox. Für dich bleibt der Preis der gleiche. Wenn du unserem Kanal aufmerksam folgst, und wenn du es noch nicht tust, dann tu es jetzt. Da unten ist der Abonnier-Button. Auf jeden Fall, dann weißt du, dass wir hier peu à peu unser ganzes Haus huerisieren. Und das hier, dieses Licht hier, das läuft jetzt über die Philips Hue Bridge Pro. Und ehrlich gesagt, es läuft besser als je zuvor. Über WLAN. Ich habe wieder einen Steckplatz frei in meinem Router für andere Bridges, die ich hier für den Kanal teste. Und jetzt würde ich mich super freuen, wenn du mir in die Kommentare schreibst, wie viele Hue-Lampen hast du aktuell. Ich bin wirklich gespannt, ob du schon auf die Bridge Pro abgegradet hast oder ob du das für sinnvoll findest, weil ich eine Theorie habe, ab wie vielen Lampen man aufhört zu zählen. Wenn das Video geholfen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da, abonnier, falls noch nicht passiert, und den Link zur Bridge Pro findest du natürlich direkt unten in der Beschreibung. Schau dir hier unsere Philips Hue Playlist an, hier gibt es die ersten Schritte im Philips Hue Universum und ich freue mich, wenn du dann auch bald wieder dabei bist, wenn wir unser Haus weiter huerisieren, und bis dahin, Peace.